Ist es schon wieder soweit? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Johns MOBA. Und ich habe euch versprochen, es gibt ein Log-Review. Und was passiert? Ja, dann kommt die Firma Märklin mit den Herbstneuheiten um die Ecke. Das heißt, heute gibt es ein Katalog-Review und wir schauen uns an, was hat Märklin uns denn hier Neues gebracht für den Herbst 2021. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum hat der gute Mann denn den Katalog hier in digital und nicht so schön zum Blättern, wie man das sonst kennt, dann liegt das daran, dass ich den einfach noch nicht in Papierform habe. Und warum habe ich den nicht in Papierform? Weil ich ja Insider-Mitglied bin. Jetzt fragt ihr euch, Insider-Mitglied vielleicht, kennt ihr das gar nicht? Also es gibt einen Insider-Club, der Märklin Insider-Club. Da zahlt man Geld dafür, 79 Euro, glaube ich, sind das momentan, pro Jahr, weil man ja Fan der Marke ist, weil man Märklin gerne mag. Was bekommt man da? Da bekommt man 6-mal dieses Club-Magazin zum Beispiel und Club News, das Märklin-Magazin im Allgemeinen. Es gibt exklusive Clubmodelle, man bekommt einen gratis Jahreswagen einmal, ein gratis Katalog und Neuheitenprospekte, kostenloser Versand im Onlineshop, Geburtstagsgutschein, solche Sachen. Was ihr allerdings nicht bekommt, das muss euch bewusst sein, ihr bekommt den Neuheitenkatalog nicht zu einem sinnvollen Zeitpunkt, ihr bekommt den halt irgendwann, wenn Märklin euch mal wieder Post schickt. Heißt, ihr zahlt 79 Euro dafür, dass ihr beim Thema Neuheiten genauso wie jeder andere auch im Internet gucken könnt oder euch eben den Prospekt hier digital anschauen müsst. Jetzt könnte man sagen, das geht ja gar nicht anders. Doch, das geht anders, weil wenn euch mal was aufgefallen ist, diese Herbstneuheiten sind jetzt seit einigen Tagen online, die waren aber schon ab dem ersten Tag bei fast allen Händlern sofort in den Online-Shops zum Beispiel gelistet. Und die fallen ja auch nicht vom Himmel, diese Neuheiten, hat man noch nie was von gehört. Und auch der Zeitpunkt, wann die rauskommen, der fällt ja auch nicht vom Himmel. Es wäre ein leichtes für Märklin, den Insider-Club-Mitgliedern ein Neuheitenprospekt einfach mal zuzuschicken, weil man ja nett ist. Weil das sind ja die Leute, die wirklich sagen, ich gebe euch sogar Geld dafür, weil ich eure Marke mag. Das habe ich jetzt für mich erstmal so entschieden. In Zukunft denke ich nicht mehr weitermachen, weil mir ist das jetzt zum 4. oder 5. Mal negativ aufgefallen, dass einfach an so kleinen Dingen hier irgendwie gepatzt wird seitens Märklin, wo man sagt, naja komm, dann bin ich als Kunde vielleicht, selbst wenn ich Geld dafür bezahle, Kunde zu sein, doch nicht so viel wert. Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein, wie ihr das seht. Jetzt habe ich mich 3 Minuten aufgeregt. Geht's los mit dem Katalog. Denn da sind coole Sachen dabei. Da das Ganze nur digital ist, bei euch ja wahrscheinlich auch noch, ruft euch das gerne daneben vielleicht auf dem zweiten Bildschirm oder so als PDF auf. Dann könnt ihr viel, viel besser mitmachen, mit durchscrollen und euch anschauen, was bei diesen Modellen denn Einzelnes da steht. Ich habe das unter dem Video auch für euch verlinkt. Da ist übrigens auch, wenn ihr den noch nicht gefunden habt, irgendwo so ein Abo-Button. Den natürlich dürft ihr auch gerne klicken. Also starten wir mal. Übrigens, was mir aufgefallen ist, letztes Jahr 2020 bei den Neuheiten im Herbst hatten wir 48 Seiten und diesmal haben wir auch 48 Seiten. Also vielleicht ist da ein gewisses System dahinter. Und wir haben hier ganz, ganz schön prominent auf der ersten Seite die BR44. Da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein, warum die da drauf ist. Und dann direkt als nächstes noch eine richtig kräftige Dampflokomotive. Wenn man die stilecht fahren möchte, braucht man aber einen Hut. Die kommt nämlich aus den USA. So, und dann haben wir hier als nächstes erstmal so eine kleine Übersicht. Da seht ihr hier auch eine Karikatur. Oder es soll eine Skizze sein. Ich finde, es ist aber eher eine Karikatur. Und zwar von der Eröffnung des Märklineums. Das ist ja das quasi firmeneigene Museum, was Märklin jetzt aufgemacht hat. Das wurde eröffnet, 1000 Quadratmeter, das hat der Geschäftsführer, der Herr Bächler, hat das eröffnet. Ja. Und dann gibt es hier so einen kleinen Begrüßungstext wie immer. Und wir haben vor uns MHI exklusiv, kennt ihr vielleicht, die Märklin Händlerinitiative. Das sind also Modelle, die quasi von den Händlern gefordert wurden, so wie man das versteht eigentlich. Dann haben wir Schuko, ein paar Neuigkeiten. Die gehören ja auch zu dem Konzern, zu dem Märklin gehört. Märklin H0, dann Start-up, den Internationalen Tag der Modelleisenbahn. Weihnachten, MHI exklusiv für die Spur Z. Märklin Spur Z, Märklin Spur 1, ja,
Und dann sind wir schon fast bei der Seite 48 angekommen. Und ja, was ist das erste? H0, damit geht's los hier. Und zwar ist das MHI exklusiv eine schöne Elektrolokomotive. Hier das Baureihenmodell 150 in gealtert. Ja. Und wenn ihr euch jetzt genau ein Jahr zurückerinnert, da gab es das schon mal, und zwar nicht als die 150, ich glaube, das war die 143, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, vom letzten Jahr. Auch in gealtert. Finde ich super schick und vor allen Dingen ist auch der Preis aus meiner Sicht für eine Märklin-Lokomotive okay. 349 €. Dafür habt ihr hier die komplett gealterte Lokomotive. Ihr habt sogar eine Lokführerfigur, das ist ja jetzt auch so neu. Aber auch die sinnvollen Funktionen, die inzwischen überall dabei sind bei den neuen Lokomotiven. Also die gesamten Beleuchtungen, vorne, hinten, Führerstand und so weiter, das ist alles dabei. Ja. Also das sieht für mich nach einem, wenn das euer Thema ist, sinnvollen Modell aus und vor allem eben ab Werk eigentlich auch schön gealtert. Insbesondere gibt es das ja nicht alleine, sondern ihr seht das hier unten auch schon, es wird noch ein paar Wagen passend dazu geben. Und zwar gibt es dann, seht ihr hier, jeweils 2 solche Dreier-Sets. Und zwar sind das Selbstentladewagen, so nennt sich das ja. Das heißt also, da braucht man jetzt nicht irgendwie mit einem Kran reingreifen oder sowas. Und hier dann als Kohlewagen, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Genau. Die sind auch gealtert. Es gibt 2 Sets. Das zweite Set sieht eigentlich wieder genauso aus. Wenn ihr jetzt allerdings, weil die Lokomotive ja schon 349 kosten soll und die Wagensets jeweils 125, sagt, das ist euch auf einmal ein bisschen viel, ihr wollt nur ein Wagenset nehmen, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, die 46239 zu nehmen, nicht die 46238. Warum? Die 46239 hat bei einem Wagen hier solche Schlusselemente quasi. Ja, also diese vorbildgerecht montierten Zugschlussscheiben steht hier. Heißt, wenn ihr nur 3 Wagen habt und ihr habt das Set, könnt ihr definitiv einen ganzen Zug bilden, weil ihr habt einen passenden Endwagen hier schon mit dabei. Wenn ihr das andere Set nimmt, habt ihr das nicht. Nur so als kleines Detail. Das finde ich aber schön gemacht. Ist für mich jetzt auch neu. Ich habe das bisher noch nicht gesehen, wenn man so einen Ganzzug bei Märklin hat, dass dann tatsächlich ein Wagen auch mit solchen Zugschlussscheiben ist. Finde ich eine sehr coole Sache. Gefällt mir richtig gut. Dann haben wir hier so ein paar Schuko-Neuigkeiten. Da würde ich jetzt mal euren Blick ein bisschen lenken wollen auf das hier oben. Und zwar ist das ein Kuhlemeier Straßenroller, so heißt das. Das heißt also, das ist der Unterbau, um einen normalen Güterwagen auf der Straße verschieben zu können mit einem entsprechenden Zugfahrzeug. Der hat also quasi oben so eine Art Schiene drauf und da kann man von der Schiene eben auf diesen Straßenroller fahren. Die Idee damals dabei war, dass man eben auch Firmen, die keinen eigenen Schienenanschluss haben, damit versorgen kann, weil man eben den Wagen darauf fährt und dann die letzte Meile quasi dort mit dem Straßenfahrzeug hinfahren kann. Soll kosten 49,99. Das ist jetzt schon preislich ein bisschen eine Ansage. Ich finde es aber als Modell einfach sehr, sehr spannend. Gerade wenn ihr so eine Epoche 3 zum Beispiel kurz nach dem Zweiten Weltkrieg oder sowas darstellt, dann sind das coole Sachen. Als nächstes kommt schon für mich jetzt eins der Highlights und das sagt euch jetzt viel über den Rest des Kataloges. Und zwar ist das ein neuer Klassiker. Ihr habt das vielleicht, wenn ihr die letzten Reviews gesehen habt, auch gemerkt, ich mag die Klassiker. Warum? Weil die eben dauerhaft da sind. Das ist für mich so ein ganz klares Argument und weil sie meistens zu einem anständigen Preis so die aktuelle Technik bieten. Ist jetzt hier auch so. Wir haben also diese Diesellokomotive der Baureihe 260, die soweit eigentlich nach einer schönen Rangierlokomotive der Deutschen Bundesbahn aussieht. Also ich glaube, da macht man jetzt nichts falsch, wenn man in der Richtung was sucht. Spannend ist, sie hat eben Telex-Kupplung vorn und hinten. Das heißt, ihr könnt auch wirklich mit der rangieren, denn ihr habt eine Telex-Kupplung, könnt abkoppeln, wo ihr wollt, braucht nicht mehr selber mit der Hand dran, alle diese ganzen Sachen. Für einen Preis von 299. Das scheint der Standardpreis ein bisschen für die Lok zu sein. Die gab es ja schon in anderen Färbungen. Ich glaube, jetzt in den Herbstneuheiten letztes Jahr, beziehungsweise in den Winterneuheiten war das ja auch, dass es die als Variante der norwegischen Staatsbahn DI5 oder sowas gab. Zum Beispiel, also da kostete die, glaube ich, auch 299. Also für mich jetzt hier
definitiv ein Highlight oder eins der Highlights aus diesem Katalog, die 37689 inklusive der Telex-Kupplung. Dann haben wir als nächstes hier ein paar Wagen. Hier sehr, sehr schön bei diesen Wagen, die kommen alle mit einer Innenbeleuchtung, wenn ich das richtig hier verstanden habe. Genau, bei den Modellen ist die Innenbeleuchtung des ganzen Wagenverbandes über Decoder im Steuerwagen digital schaltbar. Also ganz wichtig, ihr müsst euch von diesen 3 Wagen hier, wenn ihr damit anfangt und nicht alle kauft, definitiv als erstes diesen Steuerwagen zulegen, weil sonst könnt ihr die anderen damit gar nicht einschalten. Ganz wichtig. Der Steuerwagen soll kosten 149 und die anderen jeweils 90. Das ist aus meiner Sicht jetzt tatsächlich für solche Wagen inklusive Innenbeleuchtung schon viel. Also 90 € ist eine Ansage. Die hatten wir ja auch mal hier in so einem Katalog drin für irgendwas um die 60 €. Und dann habe ich 30 € quasi nochmal für eine Innenbeleuchtung zur Verfügung. Und für 30 € findet ihr eine wirklich geniale Innenbeleuchtung und braucht inklusive Strom für eine Kupplung und so braucht ihr euch gar nicht mehr darum kümmern, um diese ganzen Themen, die du hier hast. Geht nur mit Steuerwagen und Pipapo. Ja. Was ganz cool ist, wenn ihr schon diese Züge habt, das sind ja hier solche Mitteleinstiegswagen. Genau. Sieht man jetzt vielleicht gar nicht so gut hier im Mitteleinstiegswagen. Seht ihr da so ein kleiner Mitteleinstieg. Die gab es wohl schon mal mit anderen Betriebsnummern. Das heißt, ihr könnt jetzt darüber einen deutlich längeren Zug hier gestalten. Das ist natürlich schon mal ziemlich cool. Jetzt kommen wir zu einer Sache, die haben viele von euch schon gesehen, vielleicht für sich auch als Highlight entdeckt. Für mich ist es so ein, ich weiß nicht, ja. Das Modell selber finde ich jetzt so ein bisschen nichtssagend. Das ist hier die schöne Diesellokomotive in eigentlich einer ziemlich coolen Farbgebungsmischung. Und zwar haben wir einerseits hier so diese stilisierte Intercity-Seite hier und wir haben dann die quasi stilisierte ehemalige Dampflok hier hinten. Tatsächlich finde ich das Design in Schwarz-Rot hier so cool, dass ich mich frage, warum das die Bahn nicht mal generell jetzt macht für die Lokomotiven, wieder zurück zu den Wurzeln und sagt, oben schwarz, unten rot. Dürfte richtig, richtig cool und modern aussehen. Viel besser als weiß, weil auf dem Schwarz sieht man den Dreck auch nicht ganz so, wenn das so ein mattes Schwarz ist. Aber was ist das? Und zwar geht es hier um die Fahrzeuginstandhaltung Cottbus, FZI Cottbus. Das ist eines der Fahrzeuginstandhaltungswerke der Bahn. Und die haben jetzt diese Lokomotive hier im Original auch so restauriert und so angemalt. Das Ganze wurde unterstützt von Märklin und Pico gemeinsam. Die haben es also beide mitfinanziert als Kooperationspartner. Und dieses Modell wird eben rausgebracht von Märklin als H03-Leiter. Dann wird es das Ganze noch geben in Spur G. Das macht zum Beispiel dann Pico. Das Ganze gibt es auch noch in Spur Z. Und ich glaube, das gibt es auch in Spur N. Dürfte hier auch irgendwo stehen. Hier jetzt natürlich genau an dem Punkt nicht. Aber das ist eine eigentlich ganz coole Kooperation. Finde ich jetzt, wenn wir mal von dem Modell wegkommen, weil das Modell selber hier für einen Preis 299 ist das relativ günstig, muss man auch sagen. Ja, im Verhältnis ist es relativ günstig für eine Märklin-Lokomotive. Es ist halt eine Baureihe 218. Und da finde ich persönlich die Baureihe 218 in zum Beispiel diesem dunklen Rot viel attraktiver als diese Mixfarbe. Also die mag ich nicht. Die Tatsache, dass hier Märklin und Pico gemeinsam ein Projekt vorangetrieben haben, finde ich super, finde ich toll. Sollte man viel, viel öfter machen, weil so groß ist die Modellbahn-Community nicht und am Ende haben wir alle dasselbe Hobby. Da kann das nicht so schwierig sein, auch mal mehr Projekte gemeinsam zu machen, wenn wir dadurch coole Modelle bekommen. Also finde ich richtig gut. Was mir jetzt hier wieder so ein bisschen negativ aufgefallen ist, das ist aber vielleicht auch einfach, weil es, der böse Feind, ja. Hier auf der ganzen Seite steht so ein ganz, ganz kleiner Mikrosatz hier unten, dass das gemeinsam mit Pico gemacht wurde und so. Ja, wenn ihr den Pico-Katalog kennt, wo das Ding drin ist, schreibt mal rein. Vielleicht sieht das da anders aus. Vielleicht schreiben die mehr von Märklin und dann machen wir ein Logo dahin. Ich sag mal so, für mich ist das jetzt nichts Verwerfliches, dass hier beide Hersteller kooperieren. Und insofern könnte das Märklin aus meiner Sicht auch hier größer hinschreiben. Da bricht man sich jetzt nichts ab und jeder, der diesen Katalog hier anguckt, der weiß, dass es die Firma Pico gibt. Also, naja.
jeder wie er mag. Dann gibt es hier eine Doppelseite, wird das wahrscheinlich im Katalog am Ende. Und zwar seht ihr hier erstmal gar keine Lok, sondern eine kleine Erklärung. Und hier seht ihr sie. Das ist für mich auch eine der positiven Sachen in diesem Katalog, und zwar die Baureihe 44 neu aufgesetzt. Das Modell im Original könnt ihr auch vor diesem Märklineum in Göppingen besuchen. Das ist quasi das Highlight, das Wahrzeichen. Was bei diesem Modell meiner Meinung nach hier wirklich schön ist, ihr seht, diese Räder sind zum Beispiel komplett jetzt inzwischen ohne einen hellen Rand. Früher war mal immer so ein metallischer Rand da, den gibt es gar nicht mehr. Es ist zumindest jetzt von dem Bild hier, sieht sehr, sehr detailliert aus. Was natürlich jetzt, sagen wir, immer noch Märklin-typisch ist, ist so der Gesamtaufbau. Ja, da gibt es andere Hersteller, die wirken einfach ein bisschen filigraner noch. Kennt ihr wahrscheinlich. Aber für mich jetzt definitiv im positiven Sinne ein Highlight, diese Lokomotive. Super coole Funktionen dabei, was man sich eigentlich so wünschen würde. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, ist der Preis. Und zwar soll diese Lokomotive kosten, kann ich euch ja hier so schön groß machen, theoretisch. Und zwar soll sie kosten 489 €. Also knapp 500 € ist der neue Standard für Märklin Lokomotiven. Ja, also das nehmen wir mal so mit, aber die finde ich schon mal richtig gut. Dann haben wir wieder ein Sondermodell. Also wir hatten ja schon jetzt das FZI Cottbus Sondermodell, wir hatten jetzt die BR44, wie sie vor dem Museum in Göppingen, Märklineum, ja, steht. Haben wir noch ein Sondermodell, und zwar ist das hier ein Intercity mit einer besonderen Farbgebung. Das seht ihr jetzt hier vielleicht auf dem Tablet gar nicht so super. Ich mache euch das mal größer. Das ist jetzt der Vorteil natürlich an dem digitalen Katalog. Seht ihr das? Da ist so ein Regenbogen drauf. Die Bahn hat nämlich diesen Sommer, hier steht auch irgendwo am 9. Juli, genau, haben die einen ICE mit diesem Regenbogen versehen. Da ist ja sonst der normale rote bzw. grüne Strich drauf. Und dieser Railbow, ein cooles Wortspiel, dieser Railbow soll eben nochmal das Thema Toleranz, Diversity voranbringen. Generell glaube ich jetzt persönlich nicht daran, dass man mit einem farbigen Streifen an der Seite eines ICEs eine Veränderung hervorbringt. Also für mich ist das jetzt ähnlich wie der grüne Streifen an dem ICE. Der ICE ist jetzt nicht plötzlich deswegen super umweltfreundlich, weil ich da einen grünen Streifen ranmache. Und die Bahn oder unsere Gesellschaft ist jetzt nicht plötzlich unglaublich offen gegenüber dem Thema Diversität, weil wir einen ICE bunt bemalt haben. Meine persönliche Ansicht. Ich glaube, dazu gehören andere Dinge. Nichtsdestotrotz ist das natürlich ein Modell, was viele von euch interessiert. So sieht es zumindest Märklin. Und weil es eben ein Spezialmodell ist, was jetzt diesen Sommer durch die Gegend gefahren ist, hier jetzt im Modell. Allerdings für 649 €. Also da braucht ihr schon nicht nur den Wunsch nach Diversität, sondern ihr braucht auch tiefe Taschen. 649 €, da seht ihr es, soll der kosten. Das sind dann allerdings schon 5 Teile. Das heißt also, ihr habt hier die Endwagen und dann habt ihr 3 Stück in der Mitte, einmal davon Bordrestaurant und habt damit eine Gesamtzuglänge von 1,42 Meter. Das ist 1,42 Meter, ist eine Ansage, das ist echt viel. Eingebaut ist Innenbeleuchtung, sonstige Beleuchtung, das ist alles schon dabei. Und wenn euch das nicht reicht, gibt es noch ein Ergänzungsset aus 3 Wagen. Das kostet dann 299 und dann seid ihr in Summe 649 plus 300, das sind 947. Jetzt mal so im Kopf, glaube ich, 947 €. Boah, also das ist gut. Der Zug ist dann, das ist ein 2 Meter ICE, muss man sagen, mit allem technischen Schnickschnack, den Märklin momentan so liefert. Allerdings nicht zum Beispiel mit elektrisch oder digital anhebbaren Pantographen. Warum nicht? Wenn ich fast 1000 € hinlege für so einen Zug, könnten sich zumindest die Pantographen doch bewegen, oder? Das sind so Sachen, die ich nie verstehen werde. Also es ist mit Sicherheit ein Modell, was viele von euch einfach in der Sammlung haben wollen, wenn ihr das nötige Kleingeld habt, weil ihr sagt, hey, das gab es jetzt nur einmal, ist ein Spezialmodell. Ja.
Und insofern belassen wir es mal bei dem ICE dabei. 950, nur im Hinterkopf behalten. Dann gibt es ja ein bisschen was quasi fürs deutschsprachige Ausland. Also ihr seht schon, die Schweiz, die kommt hier mit einer Viertelseite hin. Das ist nämlich ein Großraum-Schiebewandwagen, der SBB, Preis 52 Euro. Neue Betriebsnummer. Also wenn ihr den schon habt, könnt ihr quasi den Zug ergänzen, habt neue Betriebsnummern. Finde ich sehr, sehr cool. Ja. Und dann gibt es Österreich hier, so Schwenkdachwagen. Das sind hier diese braunen, die ihr da unten seht. Das Set, das sind in Summe, steht das hier nicht irgendwo, 3 Wagenpaare, also 6 Wagen, 249 Euro. Interessant ist dabei, die gleichen Wagen sind angekündigt in einer etwas anderen Farbe, in einem etwas helleren Braun als DSB-Neuheit. Und zwar, ich glaube, aus dem Frühjahr war das ja noch, diese DSB-Neuheit. Da sind das allerdings 12 Wagen, hier sind es ja 6. Und die sollen dann kosten 499, also das Doppelte quasi. Es wirkt jetzt für mich so ein bisschen so, als hätte man dann gesagt, naja, irgendwie sind die Vorbestellungen jetzt nicht so viele, wie wir erwartet haben für das DSB-Set. Also ich habe es trotz meiner absolut dänischen Anlage hier nicht geordert, weil 499 für 12 Wagen, damit ich so einen schönen Ganzzug habe, so locker sitzt das Geld aber mir leider auch nicht. Ja. Also für mich wirkt das so ein bisschen so, entweder war es geplant von vornherein oder man hat festgestellt, die DSB-Wagen werden nicht so viel geordert. Lass uns das doch nochmal mit ÖBB-Stempel drauf machen, dann kaufen das die Ösis auch. Ja. Also ist jetzt eine Vermutung. Aber es gibt eine Sache, da haben bestimmt viele von euch drauf gewartet. Und zwar haben wir hier eine schöne Vectron von der ÖBB. Als es das letzte Mal die Vectrons gab, hatten wir die SBB, die DB, die Deutsche Bahn, und die DSB, die dänische Staatsbahn. Wir hatten aber nicht die ÖBB. Warum eigentlich nicht? Man weiß es nicht. Halbes Jahr später, da ist sie. Preis 359, ich glaube, das entspricht den anderen. Was man hier sagen muss, das Modell sieht sehr detailliert aus. Ich würde ja immer noch gerne so einen Vectron-Vergleich mal machen, weil es gibt ja inzwischen mehr Vectrons als sonstige Lokomotiven am Markt. Hier seht ihr nochmal so ein bisschen die Details. Allerdings, auch da müsste man jetzt tief in die Tasche greifen, wenn man hier quasi ohne Sponsor arbeitet wie ich. Also 359 ist eine Ansage. Ich habe auch mal ein bisschen rumgefragt bei den verschiedenen Herstellern. Bisher hat da noch keiner gesagt, das ist eine tolle Idee, meine Lok soll mal antreten in einem Check-up von dir gegen die von anderen Herstellern. Es ist also nicht so wie bei Autos oder so, wo es solche Pressemodelle gibt, zumindest nicht für mich. Insofern müssen wir uns da wahrscheinlich noch ein bisschen gedulden, bis ich mal irgendwie an verschiedene Vectrons rankomme. Wenn ihr möchtet und so eine habt, ihr könnt mir die gerne für so ein Review zur Verfügung stellen, dann würde ich die da natürlich mit aufnehmen. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt es mal gerne in die Kommentare rein, wenn ihr da irgendjemanden kennt vielleicht auch. Wenn ihr Händler seid und sagt, du kannst mal hier für 2 Wochen so ein paar Vectrons testen, auch gerne, ja, würde ich sehr gerne mal machen, weil es einfach so viele schon gibt. So, die Schweiz hat für einen Wagen eine Viertelseite bekommen, die Niederlande haben eine ganze Seite. Und zwar haben wir hier einen schönen Kesselwagen von Caltex. Der kostet 42 Euro. Liste. Ja. Aus meiner Sicht normaler Preis. Und dann haben wir hier nochmal jetzt Belgien, einen schönen Containertragwagen. Und wenn ihr euch mal mit dem Thema Bahnhistorie beschäftigt habt, werdet ihr feststellen, Belgien ist ein super spannendes Land zum Thema Bahnhistorie, gerade Epoche 1, wie auch die Bahn in Belgien ausgebaut wurde, dass die Bahn in Belgien eigentlich der Nation Builder, also der Nationsbausatz mit waren, nachdem sie sich gerade getrennt hatten, eben von den Niederlanden vorher. Super spannende Geschichte. Dann hat Frankreich ja auch eine Seite, und zwar mit solchen Getreidewagen. Auch ein sehr schönes Set, denke ich. Soll kosten 129 für 3 Wagen. Also, ja, sagen wir mal, es ist noch im Rahmen, sind eben 3 sehr, sehr schöne große Wagen hier. Und zwar in Summe 51 cm lang. Das ist ja auch schon mal wieder was. So sieht es dann hier nochmal aus. Also, wenn ihr da Interesse dran habt, ich glaube, mit dem Set kann man jetzt auch nicht viel falsch machen tatsächlich. Und jetzt kommen wir nochmal
zum Thema Hut. So we need to speak English now. Aber ich habe keinen amerikanischen Akzent, also insofern lassen wir das mal weg. Es gibt jetzt eine Hammerlokomotive, die passt offensichtlich noch nicht mal auf eine Seite. Also wenn ihr das seht, hier in dem PDF kommt das wieder furchtbar rüber. Danke, Märklin, ich hätte gerne einen Pappkatalog gezeigt, denn hier kommt die Vorderseite. Das müsst ihr euch jetzt so vorstellen, wenn das so ein Katalog hätte, das so über die gesamte Breite einer Doppelseite. Das wäre richtig cool. Im PDF ist das nicht so cool. Und zwar ist das eine der großen Dampflokomotiven oder auch der letzten Dampflokomotiven. Wir nehmen den mal wieder ab hier. Gebaut 1944, so wie ich das sehe. Die ist heute noch betriebsbereit. Und wenn ihr euch mit dem Thema Eisenbahn USA beschäftigt, werdet ihr feststellen, die haben einfach andere Größen. Also das Lichtraumprofil quasi um die Loks außenrum, um die Wagen außenrum ist größer. Aber auch die gesamten Größen der Lokomotiven, der Wagen, das ist alles größer, umfangreicher, weil auch die Strecken viel, viel länger sind und so weiter. Ja. So sieht die Lok im Ganzen aus. Das ist, wenn ihr die Big Boy zum Beispiel schon habt, wäre das hier die zweite große Variante, die zweite große, schwere US-Lok, die ihr hier braucht, diese Klasse 800. Ich finde auch, die Räder sind hier super, ja, wenn ihr Bilder von dem Original euch anguckt. Super getroffen. Dynamischer Rauchausstoß, das heißt also quasi passend zu den Zylindern und so weiter, geht eben auch der Rauch oben aus 2 Kaminen raus hier vorne. Die Lok hat auch die entsprechenden Lichter, die US-Lokomotiven haben ja nochmal eine andere Lichtanordnung und alle solche Sachen, das ist alles mit dabei. Preis. Also da könnt ihr quasi euch entscheiden, ob ihr jetzt den Railbow ICE fahren wollt, das Grundset mit den 5 Wagen, oder ob ihr diese Lok haben wollt. 699 €. Das kostet nochmal 50 € mehr als der komplette 5 Wagen ICE für eine Lok. Müssen wir nicht reden. Also wenn ihr solche Lokomotiven sammelt, wenn ihr die Big Boy habt, definitiv ist das das Modell, was ihr braucht. Ja, absolut. Da ist auch ein Heizer dabei, alles mögliche sowas. Ja. Hier nochmal so ein paar kleine Details für euch hier sichtbar. Aber 700 € ist halt eine Ansage, die muss man einfach mal so haben. Und jetzt gibt es noch mal ein paar Sachen, bevor ihr das Ding jetzt bestellt direkt. R2 ist Minimum, R1 kann diese Lokomotive nicht befahren. Märklin schreibt aber so schön, die Lokomotive kann auf Bogengleisen ab Radius 2 eingesetzt werden. Wir empfehlen jedoch größere Radien. Bedingt durch den Überhang des langen Kessels müssen Signale, Oberleitungsmasten, Brückengeländer, Tunnelportale und Ähnliches einen ausreichenden Abstand zum Gleisbogen einhalten. Für das hohe Gewicht der Lokomotive muss das Gleis stabil befestigt sein. Drehscheibe und Schiebebühne können nur in Durchfahrtsstellung befahren werden. Was Märklin uns hier eigentlich sagen will, ist, wenn du diese Lokomotive hier auf deiner Anlage fahren lassen willst, musst du dir sehr, sehr sicher sein, dass du solche riesigen Loks überhaupt da handeln kannst. Also das ist nichts, wenn ihr jetzt so ein typisches Oval habt, 2 mal 1 Meter. Lasst die Finger davon. Ihr braucht da richtig Platz. Ihr braucht auch große Radien, also nicht nur im sichtbaren Bereich, das ist ja auch so ein Punkt. Wenn ihr eine Anlage habt, ganz, ganz viele von euch, und ich kenne das aus Foren im Internet oder so, sagen, ich habe im sichtbaren Bereich überall R5. Mit der Lok müsst ihr auch im nicht sichtbaren Bereich mindestens R2 haben. Also bei mir wird das schon mal gar nicht gehen. Ich habe hier auch R1 und ich könnte nicht sagen, ich habe jetzt eine Lok, die kann halt nur irgendwie eine bestimmte Strecke hier befahren. Das wird nicht funktionieren. Dann müssen Signale, Tunnelportale alle den richtigen Abstand haben und hier steht nirgendwo wie viel. Das Einzige, was hier steht, im übertragenen Sinne, diese Lok hält sich nicht an die NEM-Vorgaben und es gibt von diesen NEM-Vorgaben auch Vorgaben dazu, wie viel Abstand Signale und sowas haben müssen. Das heißt,
wenn man das hier schon hinschreibt als Märklin, dass wahrscheinlich der Abstand der Standard-Märklin-Signale zum Gleis vielleicht gar nicht ausreichend ist, um diese Lokomotive hier sicher betreiben zu können. Schwierig. Also hier wird gesagt, gib 700 € aus für eine Lok, wenn du noch nicht mal weißt, ob du die wirklich auf deiner Anlage einsetzen kannst, außer ihr seid euch wirklich ganz, ganz sicher, ihr habt auch im nicht sichtbaren Bereich nur große Radien, ihr habt überall ausreichend Platz gelassen, ihr habt auch nicht, wenn ihr einen Schattenbahnhof habt, wo ihr vielleicht trotzdem nur R3 habt oder sowas, irgendwo in der Nähe von einem Bogen eine Stütze oder sowas stehen oder mal ein Kabel, ne? Oder ganz viele haben ja auch so Absturzsicherung in der Gleiswende zum Beispiel. Muss man mal ausprobieren. Und ich weiß nicht, was passiert, wenn ihr das ausprobiert, feststellt, fährt nicht und dann zum Händler geht, sagt ihr, passt bei mir auf der Anlage nicht. Weiß ich nicht, ob ihr die dann zurückgeben könnt. Also ich sag mal so, ich finde das Modell super, ja, ich finde es richtig cool. Ich glaube halt, dass es schwierig ist, das tatsächlich auch zu verwenden, wenn ihr mit eurer Anlage nicht hundertprozentig sicher seid, diese ganzen Kriterien zu erfüllen. Und deswegen werden wahrscheinlich viele, viele von diesen super coolen Lokomotiven einfach ganz, ganz doof in so einem Train-Safe irgendwo im Stang stehen, in so einer Vitrine, beleuchtet werden und niemals wirklich fahren können. Da stehen sie dann 20 Jahre und irgendwann gehen sie dann über Nachlass zu eBay oder was auch immer es in 20 Jahren dann gibt. Dann kauft sich jemand diese Lokomotive über eBay, fährt die auf seiner Märklin-Anlage, reißt die Signale weg, entgleist in der Kurve, weil es eben R1 ist und sagt, was für ein doofes Modell. Ja. Ja, das tut mir sehr, sehr leid, weil das ist wirklich eine richtig coole Lokomotive. Aber sie ist eben nicht kompatibel zu den Märklin-Standards und das wird da genau zu diesem Effekt führen. Ja. Also wenn ihr das Video jetzt guckt, 2041 und ihr habt gerade hier diese Lokomotive entgleisen lassen, dann schreibt es mir bitte unten rein. So, apropos USA, Tom & Jerry, das ist der Märklin Startup Club Jahreswagen. Also für die ganz, ganz Jungen unter euch, die auf Tom & Jerry stehen, ist das quasi der Jahreswagen. Ich bin da, glaube ich, jetzt inzwischen zu alt für, wobei ich Tom & Jerry auch als Kind immer schon cool fand. Dann gibt es hier so ein bisschen Werbung. Ja? Der Onkel zeigt hier der kleinen Elfe die Modellbahn. Spannend finde ich immer, dass jedes Jahr ist das Motto die Kampagne für Einsteiger und Wiedereinsteiger. Letztes Jahr hieß das auch schon. Letztes Jahr war die Frage, bleibt Weihnachten so friedlich, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Diesmal heißt es endlich wieder klein sein. Was würde ich jetzt dazu sagen? Ich sage, wenn man da drauf schreibt, die Kampagne für Einsteiger und Wiedereinsteiger, ist das einfach schon ziemlich plakativ. Ich würde einfach die Kampagne wegnehmen und vielleicht nur in der Partnerkommunikation für Fachhändler da lassen. Weil sonst lege ich als Kunde, das ist die Kampagne für Einsteiger und Wiedereinsteiger. Ist das gewollt? Soll da nicht stehen für Einsteiger und Wiedereinsteiger oder so? Naja. Gut, also dann 2. Dezember, Tag der Modelleisenbahn. Bitte vormerken und diesen Wagen bestellen, sagt Märklin. Kostet 17,99 €, ist damit, glaube ich, das günstigste aus dem ganzen Katalog. Und ja, da drauf ist eine Lokomotive in Länderbahn-Design, so wie es hier aussieht, oder so eine Art Länderbahn-Design. Das ist so eine Mischung schwarz-grün anscheinend. Was ist denn das, ne? BR 42, glaube ich? Ich weiß es nicht. Ja. Tag der Modelleisenbahn. Wenn ihr so einen Wagen braucht, kauft euch den. Dann MHI Spur Z sind wir jetzt schon angekommen. Das heißt also H0, Klappe zu, Spur Z. Gibt es eine coole Lokomotive in Intercity-Farbgebung und passend dazu haben wir dann 4 Wagen. Seht ihr da drunter? Von diesen 4 Wagen werden leider aus Gründen nur 2 dargestellt. Warum auch immer. Aber es sind 4 Wagen. Die Lokomotive kostet 219, die Wagen 199. Also zusammen sind wir bei über 400 €. Haben dann 4 Doppelstockwagen, eine Lokomotive, und zwar eine Baureihe 146.5 der DB AG. Die Lokomotive hat weißes Spitzensignal,
rote Schlusslichter, natürlich nicht schaltbar, nicht digital, alles analog, aber alle Achsen angetrieben. Und die Wagen haben tatsächlich auch, zumindest der Steuerwagen hat eine Beleuchtung rot-weiß. Heißt in der Praxis, wenn ihr mit dem hier in die richtige Richtung fahrt, Lokomotive vorne, habt ihr hinten rote Leuchten, dann kommen die Wagen, dann habt ihr nochmal eine rote Leuchte. Wenn ihr in die andere Richtung fahrt, habt ihr den Steuerwagen beleuchtet und die Lokomotive habt ihr auch in weiß beleuchtet, dass quasi die Wagen nochmal angeleuchtet werden. Das ist natürlich das Problem der Spur Z, dass die eben in rein analog genau diese Effekte hat. Innenbeleuchtung ist nicht dabei für 420 € und auch sonst keinerlei Funktion. Abbildung ähnlich, ja, also so sieht das Original aus. Ist natürlich schon sehr cool. Was in Spur Z einfach cool ist, ihr könnt richtig schöne Züge auf kleinem Raum auch wirklich darstellen. Dass das ganze Thema immer noch nicht digital ist, ja, ich glaube, das werden wir auch die nächsten 10 Jahre hin noch diskutieren. Übrigens, ja, wieder Problem PDF-Katalog. Da sind 2 Wagen, hier sind die nächsten 2. Würde jetzt in einem Papierkatalog wieder cool aussehen, wenn ich den denn hätte, McLean. Dann Spur Z, noch eine schöne kleine Diesellokomotive. Auch die vorne und hinten LED-Beleuchtung. Führerstandseinrichtung nachgebildet. Ich glaube, die ist richtig cool. 199 soll die kosten. Wäre jetzt für mich ein erster Tipp in der Spur Z hier. 200 € ist zwar eine Ansage, aber für mich sieht das nach einem schönen Modell hier der 280 aus. Das wäre aber jetzt hier mein wirklicher Tipp für die Spur Z diesmal. Und zwar dieser kleine Dampftriebwagen hier. So sieht er aus. Den habe ich schon mal gesehen, auch in H0. Ich habe ihn noch nicht in Z gesehen. Ich glaube, das wird ein richtig schönes kleines Modell. Soll auch 199 kosten. Hat auch die LEDs, hat nur auf einer Seite eine Kupplung, auf der anderen Seite hat er so diese Pufferbohle und sowas schön nachgebildet. Und wenn ihr eine entsprechend Epoche 2 Anlage in Spur Z habt, Dampflokomotiven und sowas, Länderbahn vielleicht auch, wäre das hier ein klarer Tipp von mir. Leider keine Innenbeleuchtung. Dann 2 Loks hier, die wir schon hatten. Und zwar haben wir hier wieder die 218 und die ÖBB-Lok. Jetzt allerdings in der Spur Z. Heißt auf gut Deutsch klein und ohne Funktionen. Aber, und das muss ich jetzt mal ganz positiv hervorheben, ich finde das eine super Idee, dass ich die gleichen Lokomotiven in Z und H0 bekomme. Finde ich super. Dann fühlt man sich jetzt auch als Z-Bahner hier nicht zurückgesetzt. Also wenn es jetzt dieses Modell der 218 zum Beispiel wieder nur in H0 gegeben hätte, würde jeder sagen, warum? Gibt es jetzt zumindest auch in Z. Vectron, jetzt hier, auch als Z-Lokomotive der ÖBB. Finde ich super. Jetzt frage ich mich gerade, und das könnt ihr vielleicht besser beantworten, gibt es die Vectron denn auch als DB, SBB und DSB in Z? Oder gibt es jetzt hier wieder nur die in Österreich? Warum gibt es den ICE, Railbow, das Sondermodell, nicht in Z? Warum gibt es die Union Pacific 800, die wir eben gesehen haben in H0 für 700? Warum gibt es die nicht in Z? Aber so, nur am Rande. Und dann kommen wir schon in Gefilde, in denen ich mich einkommenstechnisch noch nicht befinde, vielleicht irgendwann. Märklin Spur 1. Da seht ihr auch gleich die Farbgebung. Ne? Also wir sind jetzt hier von dem weißen Katalog, sind wir jetzt hier quasi zu dem schwarzen Background, schwarzer Hintergrund, weiße Schrift gekommen. Und die Lokomotive hier, das ist eine Dampflokomotive aus Frankreich, eine Schnellzugdampflokomotive. Ich zeige sie euch nochmal. Ja, so sieht die aus. Soll kosten 4.490 €. 4.490. Dafür kaufen sich andere ein Auto, also einen kleinen Gebrauchtwagen. Für manche ist es eine Monatsmiete,
Ja? Und für manche ist es viel Geld und für andere ist es eben so eine Lok. Finde ich ein super cooles Hobby. Ja? Also ich glaube, die Spur 1 ist halt schon sehr speziell. Aber wenn man fast 5.000 Euro oder 4.500 Euro für eine Lok ausgibt, das hat halt einen anderen Wert. Steht hier auch ein Kultobjekt. Das ist ein Kultobjekt, das muss man wollen. Also ich sag mal, selbst 700 Euro für eine H0-Lokomotive ist ja schon eine Ansage. Wenn ihr so eine Union Pacific 800 eben haben wollt, 700 ist eine Ansage. Aber 4.490 für eine Lok, ja, und da geht das schon richtig los. Was jetzt ganz interessant wird, und zwar möchte Märklin gerne diese Elektrolokomotiven auch in der Spur 1 bauen. Und zwar ist das die Baureihe 147. Allerdings wird Märklin die nicht einfach so bauen. Seht ihr hier, andere Farbgebung nochmal. Gibt es also jetzt hier quasi in der Intercity-Farbgebung in Verkehrsrot und dann noch in 2 Privatbahnausführungen, seht ihr jetzt hier. Nur bei ausreichendem Bestelleingang. Leider steht hier nirgendwo, was jetzt ausreichender Bestelleingang ist. Produktion nur bei ausreichendem Bestelleingang. Also müsst ihr euch überlegen, wenn ihr das für die Spur 1 haben wollt, 2.790 soll so ein Modell kosten, dann müsst ihr euch bei Märklin melden. Was ich hier sehr, sehr schön finde, ist, hier sind jetzt auch so QR-Codes. Also ihr könntet jetzt quasi von dem PDF mit dem Handy ein Foto machen, um da hinzukommen. Also nur mal so als Tipp, das funktioniert hier auch. Ihr könnt da auch draufklicken. Das ist zwar nicht als Link angegeben, aber wenn ihr diesen PDF-Katalog habt, oder so wie ich hier, einfach mal draufpappen, das funktioniert auch. Also haben die schon mitgedacht bei Märklin. Die ganze Lokomotive soll haben eigentlich alles, was man sich so vorstellt. Schaltbare Telex-Kupplungen, digital hebbare Stromabnehmer, alle solche ganzen Sachen. Aber 2.790 Euro ist natürlich schon eine gewisse Ansage, muss man ganz, ganz klar sagen. Ja. Also wenn ihr die haben wollt, wisst ihr warum und dann bestellt ihr die und ansonsten ist es ähnlich wie für mich eine ganz, ganz andere Welt. Für mich sind schon die Preise in H0 und Z hier definitiv ausreichend. So, und damit ist der Katalog, glaube ich, auch so fast am Ende. Ich habe jetzt durch meinen ungeplanten Klick auf den Link, den ich euch hier zeigen wollte, leider den Katalog wieder weggemacht. So, da ist er wieder. Wir sind bei den schwarzen Seiten und jetzt kommt im Endeffekt für die Spur 1 kommen hier noch ein paar Wagen. Habe ich eben ganz vergessen. Und zwar zum Preis von je 259 Euro gibt es hier solche Selbstladewagen und dann gibt es hier noch entsprechende Container-Tragwagen. Die sind dann schon gealtert tatsächlich hier. Wenn ihr möchtet, nicht alle, aber die gibt es quasi in gealtert. Die sollen dann kosten 329. Und dann, passend zu den Spur 1 Modellen, gibt es dann hier noch digital steuerbare Vitrinen. Da gibt es eine App dazu, dann könnt ihr Licht anschalten und alle ganzen solchen Sachen. Das heißt, wenn ihr hier wirklich in die Spur 1 geht, ihr kauft für 4.500 Euro diese Lokomotive, könnt ihr nochmal für 700 Euro eine Vitrine dazu kaufen, dann könnt ihr euch sie eben auch passend präsentieren. Ich glaube, wenn ihr euch so eine Lokomotive für den Preis kauft, solltet ihr euch wahrscheinlich auch so eine Vitrine einfach dazu kaufen, dann könnt ihr das per App immer steuern. Das wäre schon ganz cool. Weihnachten habe ich auch vergessen. Es gibt 2 Weihnachtswagen, einmal in H0 und einmal in Z hier unten. Sind diesmal Personenwagen, ist mal eine nette Abwechslung, sonst sind das ja immer so Güterwagen, die mit irgendwas beladen sind. Preislich sind die jetzt aus meiner Sicht jenseits von Gut und Böse hier, also 50 Euro für diese Donnerbüchse in Weihnachtsbedruckung in H0. Oh, also
wenn ihr es haben wollt. Also ich würde es für 50 Euro nicht nehmen. Und dann kommen hier nochmal im Endeffekt die ganzen Begriffserklärungen und sowas alles. Und dann gibt es hier nochmal so einen Hinweis irgendwie auf 2 Sondermodelle zur Bahnausstellung. Die könnt ihr wahrscheinlich auch nur da bekommen. Im DB-Museum in Nürnberg. Steht jetzt hier aber auch nicht, dass es die nur da gibt. Vielleicht gibt es die auch bei Märklin oder beim Händler. Ich weiß es nicht. Vielleicht wisst ihr es. Steht jetzt hier nicht ganz genau, aber auf jeden Fall gibt es die zum 1. Oktober beginnend in Z und H0. Was bleibt also nach diesem Katalog? 48 Seiten in jetzt knapp 46 Minuten. Also, wir haben in Spur Z diesen kleinen Dampftriebwagen Kittel, den ich hier sehr ansprechend finde für 199. Wir haben, wenn ihr die Farbgebung mögt, die Baureihe 218 in den Größen H0 in Z. Wenn ihr die in Zweileiter haben wollt bei Pico oder eben auch in der Spur G bei Pico. Die ist, glaube ich, auch empfehlenswert. Und dann hatten wir den Klassiker, die Baureihe 260 mit den Telex-Kupplungen für 299 Euro. Die wäre eben auch definitiv empfehlenswert aus meiner Sicht. Ein bisschen spezieller sind die beiden Dampfloks, die hier vorgestellt werden. Also quasi so die deutsche Variante, die BR44, auch noch zu einem ordentlichen Preis. 489 waren das ja, wenn man hier mal nochmal guckt, bin ich der Meinung. 489 waren das. Die Union Pacific 800 für 700 Euro steht da in einem etwas anderen Lichte. Ja, also da finde ich, cooles Modell, aber dass die eben mit quasi einer, ja, oder ohne Fahrgarantie kommt, das finde ich ein bisschen schwierig. Also da müsst ihr euch wirklich sicher sein, dass eure Anlage das kann. Und ich glaube, deswegen fällt die halt leider für viele weg. Und das wird dieses schöne Modell in die Vitrinen verbannen, bis es dann aus den Vitrinen irgendwann im Nachlass eben rausgeht. Und ja, dann wird es irgendjemand probieren, das auf einer Anlage fahren zu lassen und halt feststellen, dass es nicht funktioniert. Also ja, schade. Cooles Modell. Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein, was so eure Highlights waren, was ihr denkt, was jetzt hier so in den Herbstneuheiten ja, für euch dabei war, wo ihr sagt, das müsst ihr definitiv haben. Für mich war jetzt nichts dabei, wo ich sage, das muss ich definitiv haben. Ganz, ganz klare Ansage, so böse das jetzt klingt. Schöne Sachen, aber nichts, was bei mir jetzt tatsächlich so den Wow-Effekt, das muss ich haben, hervorgerufen hat. Die Union Pacific 800 hätte es werden können, wenn sie eben nicht nur R2 und Überhang und ich kann nicht fahren und so weiter alles mitbringen würde. Dann hätte ich mir gesagt, naja, das ist schon ein Modell, was man vielleicht sich gerne einfach mal so hinstellt und dann auf der Anlage auch mal fahren lässt. Mehr habe ich für heute nicht. Denkt dran, Märklineum ist jetzt offen. Könnt ihr gerne hinfahren. Ist bestimmt eine ganz coole Erfahrung, aber denkt dran, am Ende bleibt es eben das Museum einer Firma. Ist also jetzt nichts Miniatur-Wunderland-mäßiges oder so. Und das war's mit den Herbstneuheiten. Rein digital. Auch eine Sache für die Kommentare, wenn euch das jetzt besser oder schlechter gefallen hat als die Variante mit dem Originalkatalog, schreibt das gerne auch unten rein. An dieser Stelle bleibt gesund, macht's gut. Und jetzt tatsächlich bis zum nächsten Mal zum Log Review. Außer jetzt kommen nochmal die Herbstneuheiten 2 oder so von Märklin, weil sie was vergessen haben. Macht's gut, bis dann. Ciao.